ansonsten kannst du einfach mal loslegen, wann du willst. Ja, einfach mal loslegen, okay. Jo, hallo Leute, ratet mal, wer wieder da ist. Wir sind wieder zurück und wir haben den krassesten Scheiß für euch mitgebracht. Jetzt geht's hier richtig ab. Nein. Ich liebe diese Werbesprüche. Aber wir haben wirklich was ziemlich Cooles vor. Wir sind nämlich hier wieder unterwegs mit dem Auto. Wir haben jetzt schon 400 Kilometer hinter uns, fahren nochmal 100 weitere und besuchen einen Menschen, der mir sehr, sehr ans Herz gewachsen ist. Wer das genau ist, verrate ich euch später. Auf jeden Fall ist das wirklich der Auftakt hier für eine geile Session für mich. Ich habe richtig Bock darauf. Ich werde jetzt nämlich in 3 verschiedenen Angeltrips hintereinander mit irgendwie nur einem Tag Unterbrechung in 3 verschiedenen Regionen Deutschlands 6 verschiedene Gewässer beangeln. Das wird auf jeden Fall richtig geil. Ich habe da mega Bock drauf. Ja, ich würde sagen, alles Weitere, sobald wir angekommen sind. Aber seid gespannt, es wird eine geile Sache und es kommen mehrere Dinge hintereinander. Wie gesagt, auf die freue ich mich mega. Ciao. Nach 300 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. Da ist er ja. Geschafft, ey. Grüß dich. Ich wollte noch ein bisschen Bein. Habt ihr das gut gefunden? Ja, voll. Nicht geblitzt worden? Na, 3-mal. Das geht ja noch. Ja, cool. Wir sind angekommen. Einpacken und Abfahrt, ne? Genau. Kanalangeln ist erfolgreich, aber unbequem. Unbequem, genau. Also es wird auf jeden Fall kein Spaziergang. Ab geht's. Bis später. Das ist doch unser Format. Ich glaube, die da vorne sind besser. Ja Leute, das ist doch mal echt eine geile Option, um Angelgewichte zu sammeln. Schnell angehalten, ruckzuck vollgeladen und hier haben wir natürlich jetzt auch die gesamte Gewichtsbandbreite abgedeckt. Eigentlich, ich sage immer, ich versuche idealerweise ein bisschen flache Steine zu finden, weil wenn du hier drauf dann dieses Teil spannst, die so auf den Grund ankommen, dann legen die sich einfach schön auf die Seite. Sebastian hat da so als Understatement vorhin so erzählt, so nach dem Motto, ja, ich bin jetzt auch nicht der beste Kanalangler, aber ich habe nur gesagt, im Vergleich zu mir ist er auf jeden Fall also professionell Profi schlechthin. Und ich bin am Kanal groß geworden und meine Bodyküche liegt 90 Meter neben der Steinpackung. Und ich habe da schwimmen gelernt und laufen gelernt und Fahrradfahren gelernt und dann kannst du halt nicht anders. Ne? ich habe mich gestern noch mit einem Kollegen unterhalten und Sebastian wird das nochmal genauer erklären, aber was einen sehr erfolgreichen Kanalangler ausmacht, ist, wie ich jetzt erfahren habe, einfach wirklich viel Fische stalken und die Fische halt suchen und da angeln. Also Kanalangeln passiert ganz viel damit, die Fische einfach zu finden. Wurde mir gesagt. Du kannst besser, wenn du 10 Stunden zum Angeln hast, kannst du besser 8 Stunden suchen und 2 Stunden am richtigen Platz sitzen, als 2 Stunden zu suchen und 8 Stunden zu verschwenden. Ja, und man muss die halt einfach finden, weil die ja so lange Wege zum Ziehen haben, dass die halt einfach schnell irgendwo sind. Ich musste eben ein bisschen schmunzeln, als du sagtest, so auf der Breite.
Kanal ist Länge, geht nicht. Kanal ist nur Länge, Kanal ist nicht Breite. Ne? Der ist maximal 80 Meter breit hier bei uns. Und, aber es gibt halt ganz viele Leute, oder ich selber bin auch schon drauf reingefallen, dass du sagst, ja, so eine Rinne irgendwie, die müssen ja vorbeikommen. Ja, aber weißt du, wie viele 1000 Hektar die haben? Oder was heißt 1000 Hektar? Da kommen ruckzuck ein paar 100 Hektar zusammen. Ne? Und demnach ist es nicht... Guck mal da, was war das? Oh. Und wenn ich dann nichts fange, passiert ja auch mal, dann gehe ich weiter. Dann musst du halt mobil bleiben. Passiert mir nicht. Dein Wort in Gottes Willen. Aber das ist so geil, wenn man hier in diesem Kanal lang heizt und vorbeifährt. So dieses ganze Strecke, Wasser, Wasser, Wasser. Und irgendwo ist da mit Sicherheit ein Fisch. Und das war, glaube ich, der kurze Check, ob die Stelle frei ist. Und anscheinend hieß das, die Stelle ist frei. Wuhu! Also dann ran da, Ruten raus und los geht's. Das sind nämlich hier Sebastian Supermurmeln. Bums. Und ich bin ja echt zum Boili Nascher. Ja, so ein bisschen wie Beefy. Milk and Cream. Ich sag ja, das ist anstrengend. Ja, also manche gehen ins Fitnessstudio. Aber Leute, guckt euch das mal an. Also es sind halt einfach Angelwelten. Ne? Angelwelten sind so unterschiedlich. Das ist so krass. Hier so dieser Kanal und dann sitzt du hier so quasi am Weg direkt und angelst im Kanal. Das ist abgefahren. Also du musst mal zu mir kommen oder ich warst ja wahrscheinlich auch schon mal in Brandenburg angeln, aber Ist ein bisschen was anderes, Kontrastprogramm, ne? voll und überall ist es anders. Hier, da, das ist krass. Ich bin gespannt, was hier geht. Kanal ist halt monoton, ne? Du guckst nach rechts, du guckst nach links, das ist wie Tennis. Du hast alles gesehen. Und Ja. hier sieht genauso aus wie 3 Kilometer in die Richtung. Und Ich hatte auch letztens wieder eine Unterhaltung mit einem Kollegen über Angeldruck. So, Ja. und da habe ich gesagt, du, ich krieg gerade Einblicke, was wir als Angeldruck bezeichnen. Also, da würden manche echt sagen, ein Paradies. ja. Wir haben hier in unserer Region eigentlich nur kleinere Teiche, ne? So bis die meisten zwischen 2,5 und 10, 15 Hektar. Aber wenn du hier auf 3 Hektar mit 8 Anglern sitzt, A3 Ruten, dann ist das zähneknirschend, aber okay. Ne? Und wenn ich bei dir in der Ecke unterwegs bin, dann hast du so eine 80 Hektar, 300 Meter drüber sitzt schon wieder einer, so eine Scheiße. dann hast du so eine 80 Hektar Bucht und bist angepisst, wenn auf der anderen Seite ein Spinnangler reinfährt. Weißt du? Ja, so ungefähr. Aber wirklich geil, ich bin jetzt richtig gespannt. Wir machen jetzt erstmal die Routen klar und dann geht's los. Ist ja geil, aber das ist ein anderes Material. Das ist auch so ein Biokunststoff, zertifiziert kompostierbar. Und das ist jetzt so gummiartig, deswegen ist diese Ja. Schnappverbindung halt viel geiler. Und wirklich, wenn du jetzt hier mal so ein bisschen so, das so ein bisschen
Es geht übel easy. Also ich habe es jetzt nochmal optimiert und verkleinert und du musst gleichzeitig dir den neuen Stand, da liegen schon wieder 3 Stände dazwischen, aber krass. Witzig, ne? Wie gesagt, du kannst wirklich voll durchladen und wenn der Fisch hakt. Also so auf den ersten Blick ist es total ungewohnt. Ja. Will ich ausprobieren. Okay, hast du noch einen mit? Ja, da bin ich gespannt. Aber ich war fleißig, sage ich mal. Wie kommt man auf solche Ideen? Ja, 2 Jahre hat es gedauert bei dem Du musst doch den ganzen Tag mit einem Stein in der Hand am Schreibtisch sitzen und 48 Stunden durchüberlegen. Aber wirklich genau so. Ich sitze da davor dann, ich schlafe manchmal, also vorm Einschlafen überlege ich 1 Stunde, wie kann es funktionieren? Und der erste war halt nochmal ganz anders und das ist jetzt Prototyp 14. Also Sebastian hat mir gerade dieses Pott hier übergeben. Das fühlt sich an wie ein Panzer, also wir wollen hier auf jeden Fall dicke Fische fangen anscheinend. Das ist auf jeden Fall massiv. Desto schwerer, desto standhafter. Ne? Ey, es ist geil. Jo Leute, eine Sache muss ich euch noch mal vorstellen, oder besser gesagt 3 super geile, wichtige Tools, die man eigentlich beim Angeln dabei haben muss. Hier gehen an der Stelle mal fette Shoutouts raus an meine Schwester, weil sie hat, nachdem ich ihr erzählt habe, ich habe schon 3-mal mir hart den Nacken verbrannt, mir diese unglaublich stylische Mütze geschenkt, die ich ab jetzt auf jeden Fall in meine Videodrehs integrieren werde. Und ich werde einfach nie wieder mir den Rücken verbrennen. Tool Nummer 1, oh, für mich mega geil. Warte, natürlich habe ich es nicht richtig angewendet. Das ist ja wie bei allem, das ist wie bei unseren Produkten. Man muss halt wissen, wie man sie anwendet. So. Wichtigstes Tool Nummer 2, natürlich das Kissen, wenn ich dann schön auf meiner Liege liege. So, ne? Und Tool Nummer 3, da muss ich einfach mal sagen, es ist halt einfach eine Qualitätsempfehlung. Es geht ja um Qualität. Nämlich habe ich mir, ich glaube mit 7, in Spanien mal so ein schönes Badetuch ausgesucht und es hält immer noch. Und einfach, um die Qualität zu ehren, nehme ich es auch immer wieder mit zum Angeln. Ja? Also es ist halt einfach schon Style. Alter Falter, ey, also es ist wirklich einer der geilsten Knoten, die ich in letzter Zeit gelernt habe, aber es ist schon ein richtiger Sackgangknoten. Das kann ich an dieser Stelle einfach schmerzfrei sagen. Aber ist der nicht schön, Alter? Das ist wirklich einfach der schönste Knoten, den es gibt. Und das ist tatsächlich, muss ich gestehen, erst der 3., den ich gebunden habe. Musst du noch mal zeigen? Das ist tatsächlich erst der 3., den ich gebunden habe. Und guckt mal, wie geil dieser Knoten ist, ey. Kannst du nicht mal zeigen, wie du den bindest? Mach den noch mal eben auf. Wie viele Anläufe hast du gerade gebraucht, um den Knoten zu binden? Das ist gleich beim ersten Mal, das funktioniert, ne? Nee, ehrlich gesagt beim 2. Mal. Ich habe beim 1. Mal einen Fehler gemacht, weil ich ihn erst das 2. Mal gebunden habe, habe ich falsch rum gewickelt in die falsche Richtung. Und dadurch ist er dann wieder aufgegangen und ich dachte, hä? Warum hast du denn dann 5-mal Scheiße geschrien, wenn du nur 2-mal gebunden hast? Sag mal extra. Nee, aber es ist wirklich ein super cooler Knoten. Also ich muss sagen, ich finde den richtig fett. Ich muss halt nur den noch ein paar Mal binden. Also es ist schon gut, dass ich bei jedem Videodreh eine neue Schlagschnur drauf machen muss. Das nervt zwar übelst, aber da ich mich ja eh gerne der Situation anpasse, muss ich so zumindest immer wieder den üben. Ja, sag mal einer noch was jetzt.
So Leute, während ich hier noch mit meinem FG-Knoten kämpfe, hat Sebastian schon fast alle Routen im Wasser. Wie vielleicht, es kennen ihn ja wahrscheinlich doch noch nicht alle, also ich meine wahrscheinlich fast alle, aber die ihn noch nicht kennen. Sebastian hat eine eigene Boilie-Schmiede, Carp Force heißt die, und wir angeln natürlich hier auch mit seinen Baits, wenn wir hier zusammen unterwegs sind. Du hast ja gerade gesagt, du versuchst bei jedem Bait irgendwie eine Besonderheit herauszufinden. Bei dem ist es, was hast du da jetzt? Sag ich Bei mal? dem, den habe ich zu jedem von meinen normalen Boilies, Ja? habe ich diese Hookbaits gemacht. Eigentlich sollen das Doppelgänger sein. Also wenn du den so als normalen Single Hookbait angelst, soll der zwischen den gefütterten Boilies so wenig wie möglich auffallen. Ja, genau. Das Einzige ist, wo drin die sich unterscheiden, dass sie ein bisschen härter sind, dass du halt länger fischen kannst, dass die Grundeln und Krebse da nicht so schnell mit fertig werden. Und der ist ein ganz bisschen leichter. Das ist kein Pop-Up oder kein Wafter oder sowas. Der ist halt einfach nur einen Hauch leichter, einfach um das Hakengewicht auszugleichen. Ich liebe das, wenn diese Haken so scharf sind, das ist schon selber wehtun. Okay. Und da ist doch gleich dieses Becken, da würde ich auf jeden Fall fast da rein angeln. Nee. Nee, da ist eine Steinpackung davor. Das ist ein Wald, das ist abgetrennt. Ja, dann halt aber da dran zumindest oder auf der Spitze von dieser Steinpackung. Ja, brauchst du aber nicht. Die Fische ziehen da raus und ziehen hier in den Yachthafen und pendeln hier hin und her. Darum macht diese Seite halt auch mehr Sinn als die gegenüber. Die Steinpackung, die geht hier geradeaus weiter. Ah. Und da ist einfach so ein Durchgang. Du kannst nachher mal hingehen. Ich gucke mir das einfach mal an. Ich habe meine Pulver nicht mit. Darf ich deine machen? Also ich würde nicht weiter als wo das hohe Schilf anfängt, Ja. weil sonst hast du zu viel Schnur im Wasser und die liegt dann halt zu flach auf den Steinen drauf. Das ist Käse. Ich gucke mir das mal an. Danke. Gehen wir mal eine Route klar machen, oder was? Es wird Zeit. Ich habe das Gefühl, ich bin schon 2 Tage hier. Leute, ich sag euch, es ist super geil und macht super Spaß, aber es ist einfach schon wieder. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nichts von dem hier jemals gemacht. So ungefähr. Und dann baue ich hier immer irgendwie gefühlt 50.000 Stunden, weil jedes Mal die Bedingungen anders sind. Dann brauche ich da eine 50er Schlagschnur, nicht so viel Schlagschnur, schön durchsichtig. Da brauche ich dann irgendeinen Leader, da brauche ich eine 70er Schlagschnur. Und das ist so krass irgendwie, jedes Mal umzubauen. Ich glaube, ich habe jetzt hier 3 Stunden vorbereitet. Ich meine, ich nehme mir die Zeit auch, weil wenn der Fisch kommt, ist geil. Aber es ist trotzdem krass. Also ich angel jetzt hier auch mit einem Leader und mit einem Shot Rig. So habe ich das zusammengebaut mit einem Loop hinten dran. Wir werden euch gleich nochmal erzählen, weil Sebastian hat halt eine Beobachtung hier gemacht, die ihm gezeigt hat, weswegen man hier mit diesem Shot Rig und unserem System wirklich eine Art und Weise des Angelns sehr sinnvoll schaffen kann. Wir waren halt diese schönen Steine sammeln. Der kommt hier einfach relativ zentral drüber, weil hier die ganzen fetten Pötte auch rüberfahren und ich nicht will, dass sich das verloren geht und der Fisch haut sich das dann schon raus. So nice. Und ich habe hier jetzt so kleine Löcher entdeckt. Der meint, das könnten noch Grundelnester sein, aber ich lege das da mal direkt rein und dann geht's ab. Das ist auch schon wieder hier so eine spannende Sache, ne? Hier, diese Stelle wäre bei mir 100%ig ein Fraßloch. Und jetzt erzählt mir Sebastian, ey, ich muss dir den Wind aus den Segeln nehmen, das sind Grundelnester, die sitzen da drauf. Und ich gehe gerade nochmal mit der Rutenspitze hin, sehe sie und die zischt weg. Krass, gibt's bei uns nicht. Hätte ich auf jeden Fall als Fraßloch interpretiert. Naja,
Aber ich finde diesen Bereich hier trotzdem geil, weil diese bisschen mehr Kraut hier ist. Und hier sieht es ein bisschen chillig aus. Also ich brauche jetzt nur noch meinen Schirm hinstellen, dann habe ich Feierabend. Ich muss noch ein bisschen was machen, aber ist auch okay. Du sagst ja, hier gibt es auch große Fische. Wurde mir so zugetragen, ja. Und hier zum Beispiel sieht man, das war ein großer Nachteil von dem alten noch. Das rutscht immer so, das Teil. Ja. Da habe ich jetzt so eine Art Saugnapf unten dran. So, jetzt zeige ich dir mal so einen locker flockigen Wurf damit für den ersten Eindruck. Aber wie gesagt, der neue hat dann hier so einen schönen Saugnapf. Das ist noch mal schön viel kleiner. Aber selbst das so, guck mal, hängt senkrecht drüber, keine Schnurknickung mehr, nichts mit rumwickeln. Hast automatisch einen Anti-Tangle-Effekt. Und du kannst den Stein immer flach einspannen. Also wenn du ein bisschen anziehst, liegt er sich auch immer flach hin. Mhm. Das ist Raketentechnik, ne? Ein bisschen. Jetzt mal kurz, ja. Genau, also ne, Sebastian hat mir jetzt persönlich auch schon einiges erzählt. Das kam jetzt ja zwischendurch auch immer mal wieder so zur Sprache. Aber du legst am Kanal tendenziell 3 Routen ab. Ich habe das ja schon so ein bisschen mitgekriegt. Erzähl mal, wie machst du es? Also eine direkt oben an die Steinpackung, so in Meter Tiefe. Das ist allerdings immer so die Joker-Route, so für die Fische, die halt hier so vorbeiziehen und hinter den Krautfahnen entlang bummeln. Und das sind nicht die Fische, die fressen, sondern eigentlich die irgendwas auf dem Zettel haben, die irgendwo hinschwimmen wollen oder hier einfach nur so am Ufer lang patrouillieren. Einfach mal so einen Happen einsammeln. So Genau, und die kriegen dann einen Pop-up, der so passend auf Augenhöhe, einfach nur um Fallenstellerei halt. Ne? Kann ich nicht ignorieren. Ja, okay. Genau. Und so die Opportunisten oder wie nennt man das? Und die nächste Route habe ich dann am Fuß von der Steinpackung, also unten, wo die Steinpackung quasi in Boden oder in Sand, Sediment übergeht. Kantenfuß ist immer spannend, das kennt man auch. Ja. Weil ich die Meinung vertrete, dass, oder so die Vorstellung habe, andere sehen das immer anders, ist ja nun mal so, aber dass da halt das Futter liegen bleibt, was die Schiffe aufwirbeln. Ne? Das wird da angespült und an den Kanten sind noch Muscheln oder an den Steinen sind Muscheln und Krebse und Kleingetier. Und die dritte Route kommt dann bei mir immer an die Kante zur Fahrrinne, also quasi tiefste Stelle und wo es dann anfängt, bergauf aufzugehen, weil da halt auch das Futter runterrieselt und unten liegen bleibt. Genau dieser Köder, den wir ganz am Rand ablegen, auf die Steinpackung. Dazu erzählen wir euch nochmal eine Story und auch diese ganz spezielle Anwendung jetzt mit unserer Geschichte, wie man das da macht, auch wie wir das Rig da bauen. Aber jetzt allgemein, du haust eine Lotroute rein. Genau. Einfach guckst, wo die Kante anfängt und dann da entspannt hin. Ich werfe die Lotroute rein und ziehe die bis an die Steinpackung, bis ich merke, so, es wird ruppelig oder es geht halt nicht mehr weiter. Ja. Und dann lasse ich Marker hochkommen und fertig. Okay, und dann kurz dahinter quasi Genau. die Montage. Ey, wenn Kanalangeln so einfach ist, dann fange ich ja eh locker einen Fisch. Mach doch einfach. So, Leute, ich sag euch, wir haben es endlich geschafft. Wie gesagt, das ist für mich immer, ich muss ja so viele neue Sachen basteln. Ja, ich bin auch echt ein bisschen erschöpft. Aber wie ich auch immer sage, ich bin überhaupt nicht der Ausrüstungsspezialist. Ich bin überhaupt nicht der beste Angler, den man sich wünschen kann. Aber ich entwickle halt Produkte, die gut funktionieren und mit denen bessere Angler als ich gut umgehen können. Ne? Das ist der Punkt.
Und meine Sache, dieses Ziel dieses ganzen Trips für mich ist halt einfach, ich will einfach lernen und das mache ich die ganze Zeit. Aber das ist halt wirklich auch das Spannende und das Schöne daran. Das ist einfach vielseitig. Es ist immer was los, immer eine Action. Und das Wichtigste am Angeln ist doch einfach die Freude. Ist gleich eingesetzt raus. So, zack, dann klappt das hier rein. Dann hast du diesen Adapter. Das ist jetzt auch noch nicht perfekt, aber das ist halt dann dieser Gummifuß. So. So, und wenn du jetzt einen Stein nimmst, ist das Schöne daran. Und durch diesen Gummifuß sitzt es dann noch so. Und das muss man ein bisschen, das ist wirklich so eine Sache, das muss man halt 3-4 Mal machen. Das ist halt schon mal filigraner, wenn die Farben dann zusammenpassen, dann sieht das oben halt auch nicht mehr so. Ja, und was jetzt schon funktioniert damit, also ne, wenn du jetzt hier das so hast, kannst du halt auf jeden Fall, die Stärke stimmt schon mal, genau. Du kannst halt hier eigentlich schon, das wäre jetzt so der Wurfeffekt, also wirklich hart durchpeitschen. Und wenn der Fisch aber sich hier hakt und anfängt zu schütteln, Und dann haben wir halt in den Hafen reingeworfen. Das war im Winter immer extrem gut, ne? Weil die dann da eine Ruhezone haben und da stehen die im Winter häufig in dem Hafen drin. Nur wenn die da ihre 250.000 € Yachtliegen haben, dann sind die immer relativ verständnislos, wenn da halt dann mal so eine Montage irgendwo in so einem Kutter einschlägt. Ne? Und dementsprechend. Spundwand mache ich das ganz oft, dass ich einfach einen Blei nehme an der Rute und dann den Boden abtaste und dann bei geschlossenem Rollenbügel, dass du halt immer den gleichen Abstand, also immer die gleiche Schnurlänge aus der Rute raushängen hast. ein kleines Loch dann. Genau, und dann manchmal da, wo die Schiffe zum Beispiel losfahren, dann geben die halt richtig Stoff und da spülen die dann so Senken aus. Und das ist natürlich auch super. Ne? Das ist halt so witzig, weil jede diese, so wie ich so schon sage, Angelwelten ist halt für sich schon eine Spezialisierung. Ja. Ne? Und dieses Detailwissen, was du jetzt hier dann in einem Bereich erarbeitest, also so, das ist halt für mich auch, wie soll ich das überhaupt jemals in allen Bereichen lernen? Das ist wahrscheinlich auch totale Reizüberflutung, aber du kannst ja von allem irgendwie was mitnehmen. Also ist schon ein harter Einsatz, sonst kommt da auch einfach nicht. Aber es ist geil. Also in so Momenten ist es dann einfach immer wieder so einfach geil. Wie oft gehst du? Wie oft gehst du jagen? Grundsätzlich immer, wenn ich irgendwie kann. Also die Schuppis, die ich hier so in den letzten 2-3 Jahren gefangen habe, die sehen eigentlich alle total makellos aus. So ganz Sind normal. aber eher länger wahrscheinlich oder Ja. nicht fett, oder? Gibt's fett? Ja, gibt's auch. Aber das sind eher so die alten, ne? Ja, und dann die Spiegler. Manche sind auch so ideal Standard und manche sind aber tatsächlich so richtige Originale, ne? Die so richtig runzelig. Und ich habe meinen ersten Kanalspiegler, ich wusste überhaupt nicht, wie ich den festhalten sollte, weil der wahrscheinlich mehrfach irgendwie in eine Schiffsschraube oder sonst, weiß der Kuckuck, keine Ahnung, der war auf jeden Fall total zerhackt.
Ja, Leute, wir sind jetzt hier eigentlich. Wie spät ist denn jetzt? Mitternacht? Ich denke Mitternacht. Könnte hinkommen, ja. Erste Nacht. Ist jetzt gerade mega spannend, weil so guten liegen endlich. Wir haben ein bisschen lange gebraucht, aber haben jetzt hier gerade richtig leckeres Abendbrot gegessen. Das war auf jeden Fall ein Träumchen. Ja, und jetzt haben wir gerade so über die Fische geredet und was hier so wie Kanalangeln so ist. Und das macht mich dann auf jeden Fall nochmal extra heiß. Ja, ich würde einfach super gern einen so einen Fisch hier sehen. Und vorhin habe ich auch so gesagt, war ganz lustig, da ist mir erstmal bewusst geworden, ich bin jetzt halt wieder angeln. Also ich habe irgendwie so gearbeitet die letzten Wochen, dass ich immer dachte, ja, wir fahren zum Videodreh, wir angeln. Und dann saß ich so da und dachte, ja stimmt, jetzt kann ja jederzeit ein Fisch beißen gerade. Ich bin schon da, also die Routen sind im Wasser. Jetzt ist diese Stimmung so richtig angekommen und wir hoffen, dass der gleich kommt. Einen sensationell geilen Sonnenuntergang haben wir uns da angeguckt. Mega. Das war schon cool, ne? Mhm. Carsten, du hast heute gesagt, dass du beim ersten Fischen den Sekt trinken wirst. Ist das an der Tages- und Uhrzeit gebunden oder ist das Nee, egal? also dieses Schauspiel ist auf jeden Fall frei von, ja, also der erste Fisch, da wird der Sekt geöffnet und dann geht es ja richtig zur Sache. Also dann mache ich hier so einen richtigen, wie heißt das, Wet T-Shirt Contest. Alter Falter. Das hat auf jeden Fall gut geklingelt, aber wie ich es von Anfang an gesagt habe, er ist der beste Kanalangler. Morgenstund hat Gold im Mund. Inferno im Mund. Morgenstund hat Inferno im Mund. Was ist noch? Einfach schon wieder. Ja, es ist schon wieder. Es geht schon wieder falsch los. Nummer 1, entschneidert. Richtig gut, wir sind noch ein bisschen verballert, aber da ist er. Abgefahren, wie unterschiedlich die Fische aussehen. Das sind wirklich geile Fische. Das ist so eine Disziplin, das werde ich habe das schon zigmal versucht zu lernen.
Mir haben das auch schon zig Leute erklärt und gezeigt und beigebracht, aber ich bin dafür einfach zu grobmotorisch. Na, eigentlich, ja. Und solange wir beide angeln sind, Kann das dir das problemlos machen. aber es gibt Auch jetzt ein richtig leckerer Guten Morgen Kaffee. Und guckt euch das doch mal an, wie gerade die Sonne so rauskommt durch die Bäume da. Morgens ist immer am schönsten. Und abends und auch tagsüber und nachts. So, Sebastian. Ich habe dich genau beobachtet. Zu mir hast du nämlich gesagt, nicht ganz bis zur Mitte werfen. Und du hast jetzt hier schon bis zur Mitte schön geworfen. Ich habe die Vermutung, dass er mir nämlich eigentlich sagt, so muss man es machen, dass er aber falsche Tipps einschleust, damit er jetzt hier dasteht als der super gute Angler. Ich nehme... Nee, ich glaube, es war schon, hat gepasst. Aber es war wirklich weiter. Ich dachte, das war doch relativ weit gerade. Naja, ich habe relativ weit geworfen, aber habe den an gespannter Schnur absägen lassen und dann kommt er noch ein Stück auf dich zu und zwischen Schnur aufgenommen. Kombiniere, Sherlock. Die Details. Immer für mich, ne? Super geil. Sebastian, ich fahre halt einfach immer zu den Leuten, die mich auskennen. Ich brauche überhaupt nichts machen, außer schlafen. Das Schöne daran ist, dass ich halt meistens für die Leute, die ich begleite, ein Glücksbringer bin. Die fangen mit mir halt dann wenigstens gut. Krass lange, kräftige Fische hier. Was Sebastian mir auch erzählt hat, dass er halt die Fische hier immer sofort verarztet und fertig macht. Weil ein Tanker, an so einem Tanker kann für die jetzt schnell gefährlich werden und dann werden die in die Packung gedrückt. Kleiner Fisch. Kanalgold. So geht das krass. Mal ab in die Koje. Ich hoffe, das nächste Mal piept's hier neben mir. Ah, aber Sebastian kann auch noch hinfangen. Ich gönn's ihm ja. Noch was? Noch, ja, genau. Ah.